Okay, hi. Welcome back to the Lam Hallo Rim. und willkommen zurück zum And we're on Lamrim. episode 3. Wir sind jetzt bei Episode And 3. we're calling this episode the same Diese name Episode hat as the denselben whole Lam Rim, Namen which wie is, dieses ganze Love in Lamrim, the Time of the Virus. nämlich die Liebe in den Or did we Zeiten say des Virus. times? Love in the time of the virus. Yeah, okay. And we're going to start here in the Wir Tibetan. beginnen wieder mit dem Tibetischen. Changchar Sangye Wangchu Gyalpo Shingna. This means a paradise. Das And the bedeutet word for Paradies. paradise Und das Wort für in Paradies Sanskrit ist Kshetra. Kshetra And in Tibetan Sanskrit Shing. und Shing in And it Tibetisch. means Es bedeutet like a beautiful place ein wundervoller where Ort, everything is perfect. an dem alles I perfekt ist. imagine they're playing rock and roll Ich there stelle mir all day vor, long. dort spielen sie den ganzen And Tag lang there's a Rock'n'Roll. special one Es gibt that's ein supposed to be spezielles Paradies, located. Changsha das soll means, in Changsha liegen, also im Nordosten des Universums. Niemand weiß, wo das genau ist, aber es ist Tradition zu sagen, dass es im Nordosten liegt. Das Paradies von Amitabha zum Beispiel soll im Westen liegen. Im Nordosten also soll es ein Buddha-Paradies geben. Und der Buddha, der dort Chef ist, heißt Wangchu Gelpo. Das bedeutet König der Könige oder König der außerordentlichen mächtigen Wesen. In diesem Buddha-Paradies läuft alles gut. Ihr wisst schon, alles dort ist gut, es gibt keine Probleme, alles ist schön. Es ist besonders schön, als wäre es eines der 5 Sterne Buddha-Paradiese. Und es heißt, selbstverständlich handeln die Menschen dort andere Menschen gut. Sie sind freundlich zueinander. Sie leben das, was wir Ethik nennen. Sie halten ihre Ethik ein, Zültrüm. Sie halten sie gut ein. Sie behandeln andere auf liebevolle Weise. Wenn du in diesem Buddha-Paradies sitzt und andere Menschen wirklich super freundlich behandelst, Millionen und Abermillionen Jahre lang, Kelpepa Sungale, dann ist im Vergleich dazu, wenn du nach Miche Chikten kommst, und das ist ein sehr ungewöhnlicher Begriff, Miche Chikten, sehr verwirrend, dieser Begriff hat in der Vergangenheit schon viele verwirrt, aber er ist ein Wort für unsere Welt, die Jambudvipa genannt wird. Der Zambu-Kontinent ist unsere Welt. Das bedeutet einfach hier auf unserem Planeten. Miche bedeutet keine Angst. Und Chikten bedeutet locker. Und das bedeutet Welt. Menschen fragen in den alten Büchern, wieso ist es der Begriff für eine Welt, in der die Menschen keine Angst haben? Der Spitzname für unseren Planeten Erde. Die traditionelle Erklärung dieses Begriffes ist, dass die Menschen hier keine Angst haben, den Dharma zu studieren. Wir haben eine wirklich gute Mischung von Stabilität und Chaos in unserer Welt. Die Menschen hier sind glücklich, den Dharma zu studieren. Sie haben keine Angst, Miche. Sie haben keine Angst, den Dharma zu studieren. Hier in den Lehren der Welt, der Unterweisungen von Shakyamuni, unserem Buddha, ich nenne ihn gern unseren Buddha. Es ist so, wenn du die Ethik einhältst, wenn du freundlich zu anderen bist, in dieser verrückten, konfusen Welt, nur einen einzigen Tag lang, dann sind das bessere Samen, kraftvollere Samen, als wenn du im 5-Sterne-Paradies eines Buddha sitzt und dort freundlich zu anderen Menschen bist. Wieso? Weil diese Welt ein Ort der Mischung von Güte und Chaos ist. Wir sehen das insbesondere jetzt, in den Zeiten des Virus. Der Virus breitet sich aus und man kann spüren, wie die Menschen an ihre Grenzen kommen. Es fühlt sich so an, als könnten plötzlich Dinge passieren. Die Menschen, zum Beispiel die Menschen hier in Amerika, wir waren noch nie zuvor eingesperrt und wir mögen es nicht, eingesperrt zu sein. Die Leute wollen nicht hören, dass man ihnen vorschreibt, was sie zu tun haben. Und dann wurde uns gesagt, wir sollen in unseren Häusern bleiben. Und man konnte förmlich spüren, wie die Spannung in diesem großen Land stieg, im ganzen Land.
Sogar bei den Tieren. Sogar die Tiere waren unruhig. Ich glaube, sie konnten die Emotionen der Viruszeit spüren, die Emotionen der Menschen. Und ich finde es sehr interessant, dass es den Tieren so geht, denn ich glaube, sie können das Virus gar nicht bekommen. Es muss seltsam für sie sein. Alle Menschen sind nervös und kribbelig. Es fühlt sich an, als könnten sie jederzeit explodieren. Und dann spüren die Tiere diese Gefühle und wissen nicht, was da passiert. Wenn die Zeiten in dieser Welt schlecht werden, wenn es Krieg gibt, wenn es Spannungen zwischen Ländern gibt, wenn die Menschen wütend darüber sind, eingesperrt zu sein, dann brechen Unruhen aus. Und wie in diesem Bild, dann gibt es Ausschreitungen. Menschen werfen Dinge nach der Polizei. Feuer werden entfacht. In diesen Zeiten, wenn es schwierig wird und wir alle Angst haben, nervös werden, uns manchmal fast depressiv fühlen, wenn du dann freundlich zu einem anderen Menschen bist, in dieser Zeit, dann sammelst du viel mehr Karma auf deinem Bankkonto. Dann werden viel mehr gute Samen deinem Bankkonto hinzugefügt. Darum geht es in diesem Abschnitt, dass du deine Ethik einhältst, dass du freundlich bist zu anderen, dass du teilst, was du hast, wenn die Dinge verrückt spielen. Das ist das Zeichen eines wahren Praktizierenden, das ist das Zeichen eines wahrhaft guten Menschen. Dann heißt es, die Welt durchläuft diese riesigen Zyklen. Das ist das Thema eines Buches namens Abhidharma Kosha. Im 3. Kapitel finden wir diese erstaunliche Darstellung der Welt, erstaunliche Beschreibungen der Dinge und merkwürdige Sachen passieren. Menschen kommen von einem anderen Planeten und dann leben sie hier Abermillionen Jahre lang. Dann werden die Dinge langsam immer schlechter. Die Menschen werden gewalttätiger, die Menschen sind nicht mehr freundlich zueinander und schließlich gibt es einen Atomkrieg. Das 3. Kapitel des Abhidharma, das ca. 2500 Jahre alt ist, behandelt das. Das Thema, worum es darin geht, ist ein Feuer, welches die ganze Erde bedeckt. Und seltsamerweise sind einige Menschen da gerade im Urlaub in den Bergen. Sie sind irgendwo auf einen Berg gestiegen und werden nicht verbrannt. Aber sie haben plötzlich diese Erkenntnis in Bezug auf das Virus und denken, wow, womöglich haben wir diesem Planeten geschadet. Womöglich haben wir anderen Wesen auf diesem Planeten geschadet. Vielleicht ist dieser Atomkrieg oder das Virus ein Karma. Weil wir dem Planeten geschadet haben und weil wir den anderen Wesen auf diesem Planeten geschadet haben. Wir haben sie ausgenutzt, wir haben sie wie Sklaven behandelt, wir haben sie getötet, wann immer wir mehr Platz für uns selbst haben wollten. Und dann vielleicht kommt eine Krankheit von diesen Tieren zu uns. So ein Thema gibt es im Abhidharma Kosha. Dann treffen diese Leute eine Entscheidung, ihren Lebensstil zu ändern. Sie werden ökologischer, sie hören auf, so viel der Ressourcen dieser Welt zu verbrauchen, sie respektieren andere Lebewesen, deren Bedarf an Raum und Wohlergehen. Dann ändert sich langsam das Karma des Planeten und so geht es immer wieder durch diese riesigen Zyklen. Es werden ca. 60 derartige Zyklen durchlaufen und diesen Zeitabschnitt nennt man dann ein großes Kalpa, ein großes Äon. Die frühen Zeiten eines Äons sind gute Zeiten. Menschen, die den Holocaust überlebt haben, sind für eine Weile freundlich zueinander. Diese Menschen entdecken die 10 guten Taten. Traditionell heißt es, dass sie sie sehr sorgsam beachten. Sie halten die 10 guten Taten sehr sorgfältig ein. Die Zeit vergeht und sie erreichen das, was wir den Boden des Fasses nennen. Laut Abhidharma sind wir heute dem Boden des Fasses bereits sehr nahe. Wir sind derzeit sehr nahe an den schlimmsten Zeiten dieser Welt. Wenn in diesen Zeiten die Menschen freundlich sind und ihre Gelübde einhalten, dann, so heißt es hier,
Nehmen wir an, du hast nicht mal die ganze Liste der 10 guten Taten bekommen. Jemand lehrt dich nur die erste und dann muss er gehen. Aber wenn du auch nur diese eine der 10 guten Taten in diesen schweren Zeiten einhältst, dann ist das besser als zu Anbeginn der Zeit bei Adam und Eva, die von vornherein unschuldig und freundlich waren. Freundlich zu anderen Menschen sein in schwierigen Zeiten, wenn es der Wirtschaft schlecht geht und es eine Menge Verwirrung gibt und wenn viele Gefahren drohen, Krankheit, dann auch nur eine der buddhistischen Regeln einzuhalten, ist kraftvoller, als alle von ihnen lange über Millionen von Jahren einzuhalten. Es ist auch besser, als den Buddhas Millionen von Jahren Gaben darzubringen. Es ist besser, deine Geduld zu bewahren, wenn die Dinge schwierig sind, wenn es viel Verwirrung gibt, wenn Menschen sich in unterschiedlichen Lagern gegenüberstehen, wenn eine große Gefahr von einem Virus ausgeht. Derjenige zu sein, der ruhig bleibt, diejenige zu sein, die mit anderen teilt, derjenige zu sein, der lächelt, wenn die Dinge wirklich verrückt sind. Das ist extrem kraftvolles Karma. Und darum geht es hier. Warum reden wir darüber, freundlich zu anderen Menschen zu sein? Weil wir darüber reden, wie man Nirvana erreicht. Vergiss nicht, wo wir im Text sind. Wir reden darüber, wie man Nirvana erreicht. Es gibt dieses berühmte Sutra, das Sutra, mit dem wir die ethische Lebensweise ehren, ein guter Mensch zu sein. Das Sutra namens Es ist cool, ein guter Mensch zu sein. Es gibt ein solches Sutra und darin gibt es eine berühmte Zeile. Es gibt 2 Möglichkeiten, diese Zeile zu lesen. Du kannst sagen, wenn ein Mensch freundlich zu anderen ist, dann ist es, als wäre ein Buddha auf diesen Planeten gekommen und wir würden diesen Buddha treffen. Wenn du ein Mensch bist, der in diesen schwierigen Zeiten teilt, was er hat, wenn du ein Mensch bist, der geduldig ist mit Menschen, die Angst haben oder gar gewalttätig sind in diesen schwierigen Zeiten, wenn du ein Mensch bist, der cool bleibt, dann können wir sagen, dass Buddha auf diesem Planeten wandelt. Wir haben den Buddha wieder getroffen. Einige Leute lesen diese Zeile mit der Bedeutung, wenn der Buddha auf diesen Planeten zurückkommt, wirst du die Samen haben, ihm zu begegnen. Und ich denke, du kannst es auf beide Arten lesen. Das ist also die berühmte Zeile aus diesem Sutra. Mönche und Nonnen, wo auch immer sie leben, in welchem Land sie auch leben, müssen sich 2-mal im Monat versammeln, am Vollmond und Neumond. Sie sollen sich zusammensetzen in kleinen Gruppen und jeder hat ein gesundes Getränk. Sie sitzen alle da mit einem gesunden Getränk. Und der Gruppenanführer fragt, hat jemand etwas, das er sagen möchte? Und dann wird jemand sagen, ja, ich habe etwas. Nun was? Ich habe tatsächlich ein wenig bei meinen Steuern betrogen. Letzte Woche waren die Steuern fällig. Ich war spät dran, ich habe einen Brief geschrieben. Ich habe den Steuerbeamten geschrieben. Mein Hund hat die Unterlagen gefressen. Dann machen sie einander Geständnisse. Und das war immer eine sehr schöne alte Regel für Mönche und Nonnen. Aber heutzutage, leider, muss ich sagen, rezitieren sie nur noch Worte. Sie rezitieren sie einfach nur und dann gehen sie heim. Aber das alte System ist für Dharma-Menschen sehr schön. Und wenn du in einer kleinen Dharma-Gruppe bist oder wenn du in deiner Lamrim-Dharma-Gruppe bist, dann erzählt es einander, wenn ihr Fehler gemacht habt. Das bereinigt den Fehler sofort. Normalerweise strengen wir uns mehr an, unsere schlechten Gewohnheiten zu verbergen, als sie zu beenden. Aber wenn du sagst, schau, ich habe diese schlechte Angewohnheit, ich möchte, dass jeder das weiß, und dass ich daran arbeite. Weißt du, ich habe im Moment ein Covid-Bäuchlein und letzte Nacht habe ich ein halbes Häagen-Dazs-Eis gegessen. Ich sage die Wahrheit, gestehe es, sei ehrlich. Bei den Bekenntnissen heutzutage steht derjenige, der die Bekenntniszeremonie anleitet, was meist der Abt des Klosters ist, auf
und rezitiert diese heiligen Sutren über die Einhaltung der Gelübde. Wenn also der Anleitende der Bekenntnisgruppe, die sich Sojong nennt, aufsteht, um das Sutra Do Dumpa Po zu rezitieren, dann ist es nicht so, als wäre er ein Kind im Kloster, dem das Rezitieren des Sutras als Prüfungsthema zugewiesen wurde. Denn das kommt sehr häufig im Kloster vor, dass die Kinder ein Sutra auswendig lernen müssen, das ihnen der Lehrer gegeben hat. Und sie sitzen zitternd da und versuchen, das Sutra auswendig aufzusagen. Aber wenn der Abt des ganzen Klosters aufsteht und diese heiligen Worte rezitiert, ein Mensch, der andere Menschen gut behandelt, wenn du ihn triffst, ist als ob du Buddha triffst. Wenn er es sagt, sitz nicht da und denke, er ist wie ein Kind, das eine Prüfung macht, denn das ist er nicht. Denke auch nicht Drangzog. Drangzog bedeutet, einen Text immer wieder aufsagen, um ein paar Extrasamen zu bekommen. Weißt du, so wie du ein Maler nimmst und beschließt, dass du das Herzsutra 21 Mal aufsagst, was wir im Kloster tun. Also denke nicht, dass der Abt versucht, Mantras auf seiner Mala herunterzuzählen, diese Vinaya-Sutren, diese Sutren darüber, wie man gut zu anderen Menschen ist. Glaube nicht, er legt eine Prüfung ab, denn das tut er nicht. Er ist doch schon der Abt. Übrigens, diejenigen unter euch, die Tibetisch lernen, wir haben gestern darüber gesprochen, ich, Seiji und Tim, eine Prüfung absolvieren bedeutet im amerikanischen Englisch, du bist ein Kind und du nimmst diese Prüfung von deinem Lehrer an. Aber im Tibetischen ist es genau andersherum. Die Prüfung wird vom Lehrer herausgezogen. Der Lehrer nimmt die Prüfung vom Schüler. Lasst euch hier also nicht vom Tibetischen verwirren. Also der Abt dort oben, das ist kein Spiel. Er ist kein Kind. Er ist der Abt des Klosters. Er sagt diese Worte. Trempa So. Er will dich daran erinnern, wie wertvoll es ist, ein guter Mensch zu sein, besonders in schwierigen Zeiten, wie gerade jetzt, in den Zeiten des Virus, wenn die Menschen diese Zeilen rezitieren. Wenn ein Mensch gut ist zu anderen Menschen, dann können wir sagen, dass dieser Mensch ein Buddha ist, der auf diesem Planeten wandelt. Und wenn du ihn hörst und wenn du ihn siehst, wie er sein Toilettenpapier teilt, oder wenn du siehst, wie er sein Geld teilt, wenn es der Wirtschaft schlecht geht, wenn du siehst, wie er Geld spendet. Ich habe ein paar Freunde, die diese Woche große Spenden machen. Ich denke, wow, ihr seid toll. Das ist so cool. Es ist, als ob ich einen Buddha getroffen hätte, weißt du, alle anderen haben Angst. Alle anderen halten an ihrem Geld fest. Und diese Menschen fragen, brauchst du Geld? Brauchst du Geld? Lass uns so weitermachen, besonders in den Zeiten des Virus. Ich gehe gerne in John Bradys Datenbank und danke euch allen, euch Gold-Club-Mitgliedern und Jade-Club-Mitgliedern und Club-Club-Mitgliedern auf der ganzen Welt, die ihr immer wieder spendet. Das ist großartig. Was ihr macht, ist großartig. Erst heute hatten wir eine Yoga-Studies-Institutklasse und wir studierten einige wirklich tiefe Ideen über die 5 Hüllen und die 5 Kushas. Und wir hatten John Bradys Datenbank. Das ist so eine coole Sache. John Brady hat 33 Jahre lang daran gearbeitet. Das ist unglaublich. Vielleicht läuft dieser Buddha seit 33 Jahren herum. Ich wollte euch ein Gedicht aus diesem Sutra vortragen. Ich finde es wunderschön. Certain damba jiden kungi ta certain dagi dowa damba ne jita tuba jita duk luchen naboyan certain chana ne meshin jim certain damba geno word and then certain damba taku dewa top and let's just read that. Lesen wir das einfach nur und dann übersetzen wir es. Der Buddha sagt, freundlich zum Menschen sein ist cool. Du bist hip. Du bist wie nennt sich das?
Wie heißt dieser Film, wo alle in schwarzer Kleidung herumlaufen und alle sehr hip sind? Matrix. Du bist so hip wie in Matrix. Der Buddha hat das gesagt. Wenn du freundlich zu anderen Menschen bist, dann ist es, als würdest du einen anderen Buddha treffen. Du brauchst keine Uhr von Cartier zu tragen oder ein Collier von Tiffany. Wenn du andere freundlich behandelst, ist das der schönste Schmuck, den du tragen kannst. Wenn du freundlich zu anderen bist, dann trägst du Chanel Nummer 5 auf. Dann riechst du wirklich gut. Es heißt, dass heilige Wesen es riechen können, wenn jemand gut zu anderen ist. Diesen ganz besonderen Geruch. Es riecht wie tolles Parfüm. Jeder freut sich über einen Menschen, der freundlich zu anderen ist. Freundlich zu anderen sein ist wie kühle Limonade an einem heißen Sommertag. Das ist schön. Jeder spricht darüber, wie cool Menschen sind, wenn sie freundlich zu anderen sind. Sie werden also die coolsten Menschen, die es gibt, gelobt. Und hier gibt es einen Fehler im Kangir. Also haben wir den behoben. Giftige Schlangen, von denen wir hier bei uns viele haben, und andere Probleme, können einen Menschen, der freundlich zu anderen ist, nicht berühren. Die Leute fragen mich immer wieder, oh Geshe-la, was ist das Karma dafür, dass ich das Virus nicht bekomme? Sei einfach freundlich zu anderen, diene anderen, teile mit anderen, was du hast. Viren mögen diese Art von Menschen nicht und werden sie meiden. Und dann geht das Sutra übrigens weiter und sagt, jemand, der freundlich ist zu anderen, ist ein Licht in der Welt. Wir haben schon über diesen Part des Sutras gesprochen. Gut. Also denk darüber nach. Halte deine Versprechen, halte die Versprechen, die du gegeben hast. Dann folgen zahlreiche Gebete. Im Buddhismus gibt es viele Lamrim-Gebete und sie enden so. Möge ich der Mensch sein, der die Lehren in der Welt leuchten lässt. Möge ich der Mensch sein, der diese Lehren wie die Sonne auf diese Welt leuchten lässt. Möge ich der Mensch sein, der diese Lehren wie die Sonne auf diese Welt leuchten lässt. Es gibt eine weitere Version davon, die lautet: Mögen die Lehren von Tsongkhapa, dem Buddha Tsongkhapa, sich in dieser Welt verbreiten. Es ist ein sehr, sehr berühmtes Gebet. Möge ich der Mensch sein, der diese Lehren in der Welt verbreitet. Mögen sich die Lehren in der Welt verbreiten. Und wir sehen hier in diesem Bild Finger, die ein Herz formen. Und was der Lama im Lamrim gesagt hat, ist: Kommt schon, Leute. Ihr sitzt hier im Kloster und rezitiert jeden Tag diese Gebete. Und in der letzten Zeile des Gebetes heißt es immer: Möge ich das Licht der Lehren Buddhas in der Welt verbreiten. Möge ich den Dharma in jedes Land dieser Welt bringen. Möge ich der größte Verbreiter des Dharma sein, in allen Ländern, unter allen Menschen. Möge ich derjenige sein, der ihn in der Welt verbreitet. Und dann sagt der Lama: Und was ist der beste Weg, dies zu erreichen? Und alle fragen: Ja, was? Und er sagt: Verbreite es hier.
Das ist sehr lustig. Du willst Dharma in der ganzen Welt verbreiten. Ja, du willst der Mensch sein, der allen auf der ganzen Welt Dharma beibringt. Ja, du willst dieses Licht sein, das wie die Sonne auf die ganze Welt scheint. Ja, ja, das will ich sein. Das will ich sein. Gut, wie wäre es dann, wenn du hier anfängst? Und dann breite es 5 cm hier aus, im Herzen. Und dann können wir sagen, du bist ein Dharma-Verbreiter. Dann können wir sagen, du verbreitest den Dharma in der Welt. Verbreite ihn in deinem Herzen. Besonders in diesen schwierigen Zeiten, wenn die Dinge so schwierig sind. Alle haben Angst. Es sind nicht nur ein paar Leute, alle haben Angst. Dieses Virus ist wunderbar für die buddhistische Praxis, weil es egal ist, wie viel Geld du hast. Es ist egal, wo du lebst. Es ist egal, wie mächtig du bist. Es ist egal, wie viele Muskeln du hast. Das Virus ist für alle gefährlich. Also können wir Angst bekommen und wir können unsere Ethik verlieren. Wir können anfangen, Leute zu betrügen oder unsere Sachen nicht zu teilen oder Toilettenpapier stehlen oder wir können anfangen, Dinge auf Menschen zu werfen, Ausschreitungen, Einbrüche, sowas in der Art. Ich habe gerade ein kleines Café gekauft. Ich habe wirklich, wirklich hart gearbeitet, um es einzurichten. Und ich sehe im Fernsehen, wie Menschen die kleinen Läden von Menschen zerstören. Das ist so dämlich. Wenn sie schon etwas zerstören müssen, dann sollten sie Dinge von reichen Leuten zerstören. Diese kleinen Leute haben so hart gearbeitet, um ihre kleinen Läden aufzubauen. Was nicht heißen soll, dass du das tun sollst. Aber ich sage, widerstehe dieser Angst, widerstehe der Versuchung, durchzudrehen oder auf eine Weise zu handeln, die anderen Menschen verletzt. Ein echter Buddhist in den Zeiten des Virus sollte noch friedlicher, noch ethischer werden, noch freundlicher, noch großzügiger als zuvor. Dies ist die Zeit, das zu tun. In der nächsten Folge schauen wir uns an, wie wir das tun können. Danke!